Gabriela Rist und ich, Bianca Blöchel, wir hatten uns Gedanken gemacht, was können wir denn noch Gutes tun, gerade für Betroffene, die jetzt zum Beispiel bei der besonderen Zeit der Weihnachtszeit vielleicht nicht das Gefühl, das Fest der Liebe zu haben, sondern es als die schlimmste Zeit des Jahres ansehen. Infolgedessen auch die Überlegung, was können wir den Menschen mitgeben, gerade in dem Kontext, wenn wir auf den perfektionistischen Drang sind, die perfekte Weihnacht zu gestalten und nicht nur Weihnachten, sei es eben der Perfektionismus, den wir tagtäglich in unser Leben mit einbringen, damit alles gut läuft, für uns selber oder auch für unsere Liebsten. Und da sind wir jetzt eben zusammengekommen und ich habe mir überlegt, gerade zu dieser Zeit eben eine 4-teilige Videoserie zu starten, gerade in dem Kontext Bring die Kuh vom Eis. Bring die Kuh vom Eis, da habe ich hier schon ein kurzes Video für die Werbung bzw. für den Auftakt zu der 4-teiligen Serie gemacht. Hier noch einmal ganz kurz wiederholt, wiedergegeben, falls du es noch nicht gesehen hast. Bring die Kuh vom Eis bedeutet in der deutschen Redewendung, dass eine Person aus eigener Kraft eine schwierige, heikle Situation, Problematik lösen muss, damit die Kuh eben nicht ins Eis fällt oder die Situation im bestimmten Kontext oder im Klartext gesprochen ins Eis bricht oder die Situation eskaliert. Wenn du also entsprechende Lösung für diese Situation, Herausforderungen, Konflikte, Missverständnisse, Spannungen gefunden hast, dann kann man davon sprechen, dass die Kuh vom Eis ist. In diesem Kontext, eben aus der 4-teiligen Serie heraus, hatte ich auch den Gedankengang, dass ja auch Stressoren bestimmte Erinnerungen sind, Triggerpunkte zu bestimmten Ereignissen, zu bestimmten Szenen, Geburtstagen, Geburtsvorbereitungen, Weihnachtstagen, Prüfungen, Prüfungsstress, auch uns an und für sich triggern können und das kommt aufgrund dessen, weil wir ein entsprechendes Erfahrungserlebnis hatten, was uns vielleicht traumatisiert hat. Zu diesem Thema habe ich hier spontan den Gedanken eben gehabt, auch dass die Gabriela uns hier noch einmal ein paar Tipps und Hinweise geben kann und ich bin dankbar dafür, dass sie hier mit anwesend ist. Videoauszug findet ihr hier. So. Ja, unverhofft kommt oft. Ich bin dahingehend immer sehr zum Haben, was spontane Ideen angeht. Und anscheinend steht es unter einem guten Stern, denn ich habe die Gabriela Rist tatsächlich erreicht. Und wie schön, dass sie nun auch Zeit hat und ich schalte sie auch gleich hinzu. Liebe Gabriela, vielen lieben Dank. Ich finde das bombastisch, dass es jetzt noch funktioniert hat, dass du bei der Videoserie Bring die Kuh vom Eis noch Zeit hast und deine Experten, Profi-Meinung, Ansichten mitgeben kannst, um den Menschen dabei vielleicht zu unterstützen, gerade zu dieser besonderen Zeit. Jetzt stehen wir ja kurz vor Weihnachten und Neujahr, entsprechend hier mit unterstützend zur Seite zu stehen. Denn gerade vorhin bin ich ja noch auf den Gedanken gekommen, dass ja von den Stressoren ja auch Erinnerungen uns stressen können. Das heißt also auch in diesem Kontext ja auch Trauma vielleicht aus der Kindheit heraus hochkommen und hier so eine massive Wirkung auf uns haben können. Und wer ist besser geeignet als wie du? Du bist Expertin und Profi in der Trauma-Begleitung, hast deinen ersten Online-Trauma-Kongress in diesem Jahr 2022 im Dachraum gehabt und was du mir jetzt auch gerade noch verraten hast, startet ja schon nächstes Jahr deine Trauma-Akademie. Liebe Gabriela, erzähl ein bisschen von dir. Herzlichen Dank, liebe Bianca, dass ich jetzt hier sein darf und ja, dass es sich so ereignet hat, dass wir da jetzt wirklich hier treffen können, wie du sagtest, unter gutem Stern.
Ja, ich bin Expertin sozusagen für Entwicklungstrauma und Komplextrauma. Also mittlerweile gibt es ja auch diese langsam mehr bekannte Diagnose, komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder das Akronym dafür, KPTBS. Ich bin selbst auch ein Überlebender, auch eben Kindesmisshandlung sehr, sehr lange ja, erlebt. Und mittlerweile begleite ich ja eben Menschen, die ja sozusagen das gleiche Schicksal mit mir teilen. Und ja, du hast jetzt gerade danach gefragt, jetzt, über Weihnachten, das ist wirklich so eine recht heikle Zeit für Menschen, die ja aus der Kindheit Erinnerungen, die ja auch mit Gewalt gefüllt waren, in sich tragen. Diese Erinnerungen bleiben ja für immer. Amygdala vergisst nichts, sagt man, nicht wahr? Das ist in unser Gehirn, die Mandelkerne. Wir haben ja zwei davon. Und gerade durch Weihnachten, aber auch an anderen Jahrestage oder wenn es auch um Geburtstage geht, also immer wenn etwas jährt, werden wir insbesondere daran erinnert, was nicht schön war. Es hat auch mit unserer ja, Trauer und Bedauern darüber zu tun, beziehungsweise mit den Erfahrungen, die ja eben gewaltvoll waren und unser Körper in Gänze abgespeichert hat. Und wir können uns ja vorstellen, also egal wo man jetzt zurzeit auch entlang läuft, gerade ich will ja nur im Supermarkt irgendwie Brötchen holen oder ja, man macht einfach das Radio an, ja, da ist überall alles geschmückt, da ist überall, ne, diese Weihnachtsmusik und die Menschen sind ja dann auch am Arbeitsplatz, irgendwie schon diese Fieber und viele, die dann als Kind in Verbindung mit Weihnachten unschöne Dinge erlebt haben oder ihre Familie nicht so hatten, die einen wohltut, sozusagen, sind dann natürlich getriggert. Genau. Also ich meine, also ich kenne das jetzt selber auch von mir, also ich weiß auch, gerade zu diesen besonderen Ereignissen, also Festtagen, auch zu Geburtstagen, egal, wenn ein ganz besonderes Ereignis ist, war bei uns meistens immer Familienstreit. Die Nerven waren angespannt und wir wollten unbedingt ein schönes Weihnachtsfest oder einen genialen, perfekten Geburtstag feiern eben und dann kamen die meisten Missverständnisse und Konflikte auf. Und egal wie oft, dass ich mich jetzt auch angestrengt habe, eben das zu verhindern, ist es immer explizit eben zustande gekommen. Also von dem her kann ich jetzt schon sagen, ich habe da jetzt auch schon ein Trauma mit dabei. Ja? Ja, natürlich. Und es ist halt auch so, dass in diesen, ja, ich sag mal, Zusammentreffen, ja, mit der Familie, da gibt's ja auch immer ganz große Erwartungen, ja, wie das auszusehen hat. Also wir haben ja selbst auch Vorstellungen darüber und zugleich auch diese Sehnsucht, ja, nach ich sag mal, intakte Familie, wo ja auch liebevoll miteinander umgegangen wird. Das Problem besteht ja darin, wenn wir in der Kindheit so traumatisierende Erfahrungen hatten, bis heute unter den Folgen darunter leiden, dann wir kehren letztes Endes in die Ursprungsfamilie genau zu den Tätern zurück. Also das ist eigentlich eine Situation, wo ich mich in eine Kriegssituation sogar bewusst ergebe. Das müssen wir ein bisschen mal so wirklich bewusst durchdenken, was das bedeutet, weil die Täter, also die Bezugspersonen, das waren ja meistens unsere Eltern, manche waren ja vielleicht auch bei Tante oder Großeltern aufgewachsen oder im Heim. Aber wenn ich durch Bezugspersonen letzten Endes ja misshandelt worden bin und ich dann zum Weihnachten jetzt, ja, zum Weihnachtsessen zum Beispiel auch eben da zurückkehre, dann ist das ist ein Feld, ja, wie im Krieg, komplett mit Minen, ja, irgendwie unterlegt. Und man weiß nicht, in welche Sekunde diese Mine letzten Endes hochgeht. Und es ist praktisch auch nicht steuerbar. Warum? Weil, wie wir vorhin erwähnt haben, Amygdala vergisst nicht.
Das bedeutet, dass ich ganz, ganz viele solche Situationen und zum Teil auch vielleicht ja ein Antwort ja von der Person abgespeichert habe oder einen bösen Blick oder ist das eine ganz typische Auseinandersetzung vielleicht in der Küche oder ist das vielleicht nur der Ort sogar unterm Weihnachtsbaum, ja? Kann auch sogar das sein, was ich so abgespeichert habe mit allen, also auch primär emotional, dass das heißt, okay, ich bin eigentlich auch selber auch schon auf diese Abwehr und auf in diese Schutzfunktion. Und egal was passiert, ich wehre mich. Ne? Also ich selbst gelange auch schon fast automatisch in diese ja, Zustand. Und natürlich die anderen sind ja auch nicht gefeit. Also höchstwahrscheinlich haben sich ja in den letzten Jahrzehnten auch nicht großartig verändert. Und diese Konfliktsituationen sind halt ganz so eingeprägt und eingebürgert. Ja, das ist ja in einer Familiendynamik so mit verwoben, dass eine Konfrontation höchstwahrscheinlich vorprogrammiert ist. Jetzt habe ich dazu aber auch gleich nochmal eine Frage. Ist es jetzt so, dass es grundsätzlich immer so sein wird, wenn ich jetzt dahingehend schon traumatisiert bin, dass jedes Weihnachtsfest oder ein besonderer Geburtstag jetzt aufgrund meiner Erfahrung meine Töchter jetzt diese Erfahrung auch von mir mitbekommen, weil ich ja getriggert bin und aufgrund dessen das irgendwie steuere und selber angespannt bin, sauer bin, ein Wort fällt, wo ich sofort fremdgesteuert reagiere, weil dann triggere ich ja im Grunde genommen auch meine Töchter in diesem Kontext ja weiter, oder? Ja, genau so, also absolut richtig ja, beschrieben. Und da besteht aber auch die Gefahr, dass also habe ich jetzt so verstanden, ja, du gehst jetzt zum Beispiel zu in deiner Ursprungsfamilie, zu deinen Eltern vielleicht zurück oder so, und du nimmst dir deine Töchter da mit. Deine Kinder insbesondere, spüren jede Regung, ja, der Eltern. Und sie sind ja darauf angewiesen, auf die Eltern. Dementsprechend werden sie ja sich anpassen, damit sie Liebe bekommen. Ja, das ist eigentlich das Prinzip, was unbewusst abläuft. Und deine Töchter, wenn sie das spüren, dass mit Weihnachten Mama nicht gut geht, beziehungsweise sie dann schnell zum Beispiel gereizt ist oder eben Wut empfindet oder ja, dass irgendwie ein Streit entfacht oder sowas, dann werden sie das höchstwahrscheinlich so abspeichern, dass sie Weihnachten nicht mögen. Das ist Nummer eins. Sie werden auch höchstwahrscheinlich diese Emotionen dazu mit abspeichern. Und wenn das nicht möglich ist, dass korrigierende Erfahrungen dazu recht bald auch miterleben oder mal am Weihnachten ohne zum Beispiel Bezugspersonen, also ohne deine Eltern, ohne diejenigen, die dir gewaltvoll etwas angetan haben. Und letztlich sind das nur deine Liebe und nur deine Zuwendung und Fürsorge erleben können und dürfen zum Weihnachten, dann kann schon passieren, ja, dass eben im Erwachsenenalter jemand sein werden, die kein Weihnachten mehr. Das kann passieren. Also zum Schutze an und für sich für meine Kinder, also ich wiederhole, wäre es auch wieder infolgedessen von Vorteil, meinen Stress, meine Stressfaktoren, Stressoren, vor allen Dingen auch die Triggerpunkte von mir selber, wo ich eine schlechte Erfahrung, wo ich ein Trauma habe oder sogar Traumata habe, zu erforschen oder also zu registrieren, bewusst zu sein und etwas dagegen zu tun, damit ich auch meine Kinder davor schützen kann, also meine Nächsten, meine Liebsten, weil ich kann das ja nicht nur unbedingt meinen Kindern weitergeben, sondern auch meinem Ehepartner, meinem Partner, so dass der dann praktisch auch das nächste Mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder zum besonderen Ereignis dann auch so eine Einstellung hat oder so ein Verhalten zum Vorschein bringt, damit meine Selbstprophezeiung praktisch greift, oder? Dann wäre es noch einmal sinnvoll, dahingehend schon etwas vorzeitig zu tun
und entsprechende Wege einzuschlagen. Ich denke mal, so wie es du auch gesagt hast, wäre es ja mit kurzfristigen Erleichterungen, mit Trauma oder schlechten Erfahrungen ja nicht gegeben. Oder hast du da ein paar Tipps, wo wir jetzt den Menschen mitgeben können, die jetzt sagen, okay, da war was, ich sollte mal explizit darauf achten, das vielleicht zu vermeiden oder darauf zu achten, weil vermeiden ist ja immer so, jede Ignoranz bringt ja auch keinen Erfolg oder eine Veränderung. Das heißt, wir müssen ja auch schon darauf gucken oder hingucken und zu sagen, ja, es ist da, oder? Hast du da ein paar Tipps noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn, wie du sagst, wenn ich sage, okay, ich halte es aber irgendwie aus, also ich gehe dahin, nur irgendwie Friedenswille oder dass halt die Familie irgendwie noch beieinander bleibt und nicht auseinanderreißt oder sowas, tue ich weder mir noch meine Kinder oder meine eigene Familie noch den Tätern, sage ich mal ja in Anführungsstrichen, also meine Eltern oder sogar so Großeltern sind ja auch nicht selten Täter, oder Onkel und Tante kann auch sein, ja, also auch Frauen sind Täter. Ähm, aber ich tue eigentlich keinem Gutes, am wenigsten mir selbst. Also wenn ich ja solche Erfahrungen schon hatte und sozusagen vorprogrammiert, dass dort, naja, dass irgendwas wieder entfacht, das ist eine. Und zum Zweiten, dass ich ja letztes Endes aufs Neue kein liebevoller Umgang und kein schönes Erlebnis da einsammle, dann lohnt sich zu überlegen, das einfach mal fallen zu lassen. Also wirklich abwägen, was bringt mir jetzt mehr, was, ähm, was ist hilfreich für meine Gesundheit. Und heute wissen wir durch Epigenetik, also Epigenetik ist ja die Wissenschaft, was ja nicht um die Gene genau geht, sondern was umherum ist, also wie die Gene untereinander, miteinander agieren. Und es ist ganz klar, dass Epigenetik letztes Endes gerade auch mit Stressoren, also alles, was Umfeld, ja, Einwirkung von außen, hat natürlich Einwirkung auch auf unsere Gene. Dass du höchstwahrscheinlich, weil, wenn du ja schon traumatisiert warst, durch Mutterleib und durch Muttermilch, ja, bestimmte, sagen wir, Neigungen oder bestimmte, ja, auch Verletzungen durch die Erbe. Also du hast es ja schon vererbt, ja. Und aber kommt dazu, dass jetzt durch diese von außen einwirkende Reize, die ja auch massive Stressoren letztendlich sind. Trauma ist ja auch nichts anderes als ganz massiv, ganz intensiver Stressor. Und zwar so weit an einer Grenze, dass ich nicht flüchten konnte. Also ich hatte keine Möglichkeit, etwas wirksam zu tun. Und dass ich dann letztes Endes Ohnmacht, ja, mit Ohnmacht reagiert habe. Und genau, und wenn jetzt noch zusätzlich durch Umfeld, durch soziales Umfeld und durch Umgang auch von anderen, aber auch zum Beispiel durch Klimaeinwirkung, ja, es gibt viele verschiedene Ernährung, aber vor allem, jetzt sprechen wir über Verhalten, ist durchaus möglich, dass zum Beispiel gewisse Gene nicht mehr aktiviert werden oder gewisse Gene aber wiederum aktiv werden, ja, die zum Beispiel unser Immunsystem schwächen, die gewisse Erkrankungen auslösen, wie zum Beispiel Krebs auch unterstützen. Also man muss schon sagen, dass es mittlerweile, also die Wissenschaft ist ja so weit, dass wir sehr, sehr viel wissen. Und ja, da steht letzten Endes die Entscheidung, beziehungsweise die verantwortungsvolle Entscheidung im Raum, weil das ja viel mehr, um viel, viel mehr geht, als um ein Weihnachtsessen. Es geht um unsere Gesundheit und auch, ja, zum Teil um unsere Kinder. Ja. Also du würdest da sagen, also es ist auf jeden Fall angebracht, wenn man so etwas merkt, dass man hier auch langfristig definitiv etwas tun soll, wenn man auch jetzt selber länger gesund vor allen Dingen leben möchte
um auch den Kindern eine sichere Zukunft zu bieten, ja, wenn man noch vorhanden oder vor Ort ist, um hier bei den Kindern einwirken zu können oder eben auch alleine. Also ist da auf eine langfristige Technik zu setzen und es hat definitiv viele, viele Vorteile, nicht nur psychisch, mental, sondern emotional, sondern auch körperlich. So viel durfte ich jetzt festhalten. Also das heißt, hier von dir kann man hier eine sehr gute Begleitung, kann ich auf jeden Fall sagen, so wertvolle Beiträge, wie du für die Gesellschaft auch leistest, hier erhalten. Die Adresse werde ich hier nochmal mit einblenden und auch nochmal mit unten mit dazu schreiben. Jetzt nur mal ganz kurz so einen spontanen Notfall-Tipp bei Triggern oder bei dem, wo man es merkt, dass es aufkommt, dass sich irgendetwas verändert. Hast du da auch noch etwas, gerade für Menschen? Für die einen ist es das Fest der Liebe, wie schon erwähnt, schon auch in diesem Video vorab. Und für die anderen ist es die schlimmste Zeit des Lebens. Also wenn man so etwas merkt, hast du da für einen konkreten Notfall, wenn es gerade aufsteigt und man merkt das da auch noch etwas, was du mitgeben kannst? Es ist ganz wichtig, weil da eben viele auch jetzt zum Beispiel einsam sind, also ohne jegliche Kontakt oder einfach ohne familiärer Bezug, ja, Weihnachtszeit überleben müssen oder durchstehen müssen. Ja. Und weil ja überall, wie wir gesagt haben, suggeriert wird, das ist das Fest der Liebe. Wir können sogar sagen, okay, das ist Fest der Liebe. Ist aber sehr, sehr hilfreich, wenn ich das für mich so transformiere. Das ist Fest der Liebe zu mir selbst. Also, dass ich letztes Endes, und das ist auch recht bekannt, dass ich ja in diesem Hier und Jetzt zurückkehre, weil sobald ich vergegenwärtige, dass ich heute eben hier bin, im Moment, und dass, klar, dass vielleicht habe ich ja nicht die erträumte Familie um mich herum, oder ich fühle mich auch alleine, aber ich bin sicher, ich habe keine Gewalt um mich herum und ich kann um mich kümmern. Also ich habe ja die Möglichkeit und sag mal auch die Selbstwirksamkeit, mit Liebe mit mir selbst umzugehen. Und das ist, glaube ich, der Fokus, was so sehr diese Situation oder diese Zeit auch verändern kann, weil ich bewusst mich entscheide, meinen Fokus zu verschieben. Und ich verschiebe ja letztes Endes, man sagt ja auch, traumasensitive Achtsamkeit ist ja ganz wichtig, dass ich auf gewisse Dinge dabei achte. Und Nummer 1 ist Stabilität. Also ich fokussiere auf meine Gesundheit, auf meine Stabilität und nur darauf, dass es mir gut geht. Alles andere ordne ich eigentlich dahinter. Und wenn man so eine Entscheidung treffen kann und auch dann jeden Tag, auch während Weihnachtszeit so auslegt, zum Beispiel zu jeder Mahlzeit plane ich etwas ganz Besonderes, worauf ich mich freue. Oder dass ich für jeden Tag während Weihnachtszeit jetzt eben etwas Schönes vornehme. Wenn ein Trigger kommt, auf jeden Fall wieder auf sich besinnen, sich sammeln, in die Mitte zurückkehren, einen Schritt nach hinten treten, aus Abstand zu betrachten. Und das ist natürlich durch Übung zu erlangen, ja. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber das sind ganz, ganz nutzvolle Tools, die einem auch helfen. Also wir halten jetzt nochmal fest, also Fokussierung ist ein ganz wichtiger Punkt, der kann eben auch eine kurzfristige Erleichterung eben verschaffen, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und nicht jetzt seinen Emotionen nachzugehen. Man kann sich auch entsprechend selbst nochmal mit ablenken durch einfache Techniken, die wir auch entsprechend im zweiten Video nochmal mit ansprechen werden. Also bleibt nochmal mit dran.
und schaut euch auch das zweite Video mit an. Wichtig ist noch einmal zu wissen, welche Stressoren das ich selbst habe, auch sie anzuerkennen, sie anzunehmen. Das alleine hat schon sehr viel mit Selbstliebe zu tun, wobei es ja manche Menschen noch einmal zu erwähnen, nicht so gerne mit dem Wort Selbstliebe haben. Doch das ist ganz besonders wichtig, denn dieses würde unsere Sensoren auch ein bisschen auf Acht stellen, sodass wir umso eher Reaktionen in uns selber wahrnehmen zu können und auch sagen zu können, ich brauche jetzt hier eine professionelle Hilfe auf längere Sicht, wenn ich länger und gesund leben möchte, nicht nur für mich selbst, sondern vielleicht sogar auch für meine Kinder explizit. Und da hast du uns schon ganz wichtige Einblicke gegeben. Liebe Gabriela, wann startet jetzt deine Trauma-Akademie? Anfang Januar. Gleich Anfang Januar, sehr schön. Denn es heißt, es gibt ja auch sowas wie einen Festtagsblues, ja? So von wegen für Menschen, die jetzt gerade zu diesen Zeiten sehr gestresst sind und nach diesen Zeiten von Weihnachten, von den Feiertagen, Familientagen, Neujahr, wo auch noch mit zu einspielt und der ganze Druck abfällt, gibt es den sogenannten Festtagsblues und da muss man auch schon mal mit weiter auf sich achten und hier die Sensoren hochhalten. Da ist natürlich der Januar optimal, wenn da die Akademie nochmal startet. Ich glaube, du hast einen Abo-Service auch für Menschen, die nicht so gut finanziell gestellt sind. Wie schaut das bei dir da aus? Genau. Also gerade Menschen mit Entwicklungs- und Komplextrauma sind dann irgendwann ja nicht mehr fähig. Also der Körper macht ja nicht mehr mit, zur Arbeit zu gehen. Also Arbeitsfähigkeit verlieren sie und dementsprechend ist natürlich auch schwierig, einiges irgendwie über Wasser zu halten, ja, was ist Ja. in eine Art Community reinzukommen, kaum machbar ist oder nur kurzfristig, war dann eben meine Idee, eine Akademie in so ein Setting aufzusetzen, dass man sozusagen so kleine Familien hat, wo man über längere Zeit eben in eine kleine Gruppe einander und dann eben halt einander begleitet, beziehungsweise von mir, dass die Gruppe begleitet wird. Und man trifft sich ja eben 3-mal im Monat und zwar 2-mal im Gruppensetting. Es wird auch alles aufgezeichnet, in die Akademie reingestellt. Und einmal hat ja auch jeder in der Familie 20 Minuten nur mit mir ein ganz konkretes Anliegen eben zu besprechen. Und wir arbeiten ganzheitlich mit Körper, mit Emotionen, also mit all unseren Sinnen. Und was eben Beitrag ist, 42 € im Monat. So ist es hochgesetzt und ich denke, dass es ein Beitrag ist, was ja fast jeder eigentlich leisten kann. Ich hoffe, dass dass es einiges bringt. Also so wie du es mir jetzt gerade geschildert hast, ich persönlich finde dieses Angebot hervorragend. Vor allen Dingen, weil du komplementär eben auch arbeitest mit Körper, Geist und Seele, auf gut Deutsch gesagt. Also körperlich, mental und emotional. Und vor allen Dingen, weil man dann auch nochmal Zeit für ein ganz konkretes Anliegen mit dir verbringen kann. Liebe Gabriele, ich werde es unten nochmal mit reinschreiben. Ich werde es auch im Text unten noch mit verlinken, sodass man dich auch leicht finden kann. Ich kann jetzt nur vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit sagen und für die Unterstützung praktisch für die Menschen. Und ich rechne oder ich sage das für alle, für deine wertvollen Beiträge, die wir fast täglich in den Social-Media-Kanälen, da kann man dich ja auch finden, eben bietest. Und du hast so hervorragende, schöne Projekte, die tatsächlich so bereichernd für die Betroffenen sind. Also ich sage dahingehend noch einmal recht herzliches Dankeschön. Danke für dein Wirken, für dein Sein und für deine Unterstützung für die Menschen da draußen, die es brauchen auch. Lieben Dank, liebe Bianca. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Ist es nicht fantastisch? Unverhofft kommt oft. Oftmals sind es auch die intuitiven Eingebungen, auf die man hören darf.
Und so bin ich also richtig dankbar auch mir selbst gegenüber, dass ich diesen spontanen Gedanken hatte. Und es zeigt sich, es steht unter einem guten Stern. Es sollte so sein, weil die Gabriela ja auch Zeit hatte. Also infolgedessen haben wir schon mal gehört, Fokussierung ist eins der kurzfristigen Techniken auch, wo man auch langfristig mit anwenden kann, ist Selbstreden, gerade bei der Zielerreichung und Zielsetzungen, aber da steht unter einem anderen Stern. Gerade bei diesen Kontexten, wenn wir gestresst sind, kann der Fokus eben schon mal helfen und eine kurzfristige Erleichterung eben verschaffen. Dazu zu den einzelnen Techniken, zu Stressoren, die wir wahrnehmen, werdet ihr im zweiten Teil der Videoserie Bring die Kuh vom Eis erhalten. Von dem wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video, dem zweiten Video. Bring die Kuh vom Eis.